Das ist ja auch so interessant, dass der Golf 1 GTI 16S Oettinger der erste 16-Ventiler überhaupt in einem Golf 1 war. VW hatte noch gar keinen. Die hatten einen 16-Ventiler im Programm, aber in keinem Serienfahrzeug. Oder die waren in der Entwicklung. Und sie haben dann so viele Kunden in Frankreich verloren an den Peugeot GTI 205, glaube ich, so hieß das, oder Peugeot 205 GTI, dass die Franzosen gesagt haben, warum sollen wir denn jetzt ein Auto beim Deutschen kaufen, wenn wir ein eigenes Produkt haben, was mehr PS hat und vielleicht sogar schneller ist. Und dann hat ja VW sich umgeguckt, Mensch, wie kriegen wir die wieder? Mussten sie ja irgendwie. Und dann haben die sich an Oettinger gewandelt, weil Oettinger hat ja für sich, für Gruppe H oder wie das alles so hieß, für ihre Tours-Rennen oder wo die gefahren sind, Nürburgring und Schieß mich tot, haben sich dann an Oettinger gewandelt. Der war ja auch bekannt aus der Käferszene und hatten ja schon Boxermotoren gemacht und sowas. Und haben dann gesagt, kannst du uns bitte helfen? Und dann hat er gesagt, ja klar, ist ja auch ein Riesenlos für ihn gewesen. Ne? Und dann haben die wirklich das so gemacht, du bist zum Autohaus als Franzose gegangen, hast den GTI bestellt, einen Oettinger 16S, das Auto wurde in Wolfsburg gebaut, so wie der auch, ging dann zu Oettinger, wurde dann umgebaut und dann nach Frankreich geliefert. Was ein Aufwand, sag ich mal. Und der Motor, möchte ich meinen, hat damals 19.000 D-Mark gekostet, der Umbaukit. Der war teuer, glaube ich, fast teurer als ein Golf. Für mich war immer ein Golf 1 so bis Baujahr 78, schmale Stoßstangen mit Chrom. Und auf einmal sollst du deinen Kopf auf einmal sagen, nee, wir fangen jetzt an mit einem Bodykit, das muss so sein und breite Stoßstangen ran und du denkst, ach, weiß nicht. Weißt du, so, aber war genau der richtige Weg. War genau der richtige Weg, in meinen Augen. Ich bin Andreas, komme von der schönen Insel Rügen und ich mag Oettinger. Sauerkrauts. The authentic streetwear brand for petrolheads. Besuche unseren Online-Shop und finde dein Lieblingsstück. Zu den Oettinger Sachen bin ich eigentlich, das hat mehr was so mit meiner schon Scheinzeit zu tun. Von 2000 bis 2009 habe ich ja den ja da gebaut. Und da haben mich schon immer die seltenen Sachen interessiert. Und ich war da auch eigentlich immer hinterher. Und dann habe ich auch VW Motorsport Sachen gesammelt, so wie diese VW Motorsport Ansaugbrücke und alles, was so von dem VR6 kam, alles, was da so selten ist, das hat mich schon immer interessiert. Dann kam 2014, also ich habe dann eine Weile nichts gemacht, bin ein Motorrad gefahren und dann kam 2014 der Rallye Golf. Und bei dem Rallye Golf war ja gar kein Motor dazu. Und habe dann, mein erster Motor war ein 16 VG60, völlig auf das Original nachgebaut. Und war auch cool, aber irgendwie hat es nicht gereicht. Und früher war mal, da haben wir noch Zeitung gelesen, da habe ich mir mal die VW10 oder die VW Wop war das, hatte ich mir mal geholt. Und da war ein blauer Golf 1 von dem Helmut Landherr drin, der einen Oettinger Motor drin hatte. Dann habe ich mir das immer so durchgelesen und wieder vergessen. Und mit dem Rallye Golf ging es dann erst richtig los. 2014 hatte ich dann überlegt, Mensch, so mit diesem Oettinger Kram, das fiel mir alles so wieder ein, Mensch, da beschäftige dich mal mit. Und dann habe ich mich wirklich intensiv seit 2014 mit den Oettinger Sachen beschäftigt und musste auch in kürzlicher Zeit wirklich viel lernen darüber, habe mich viel belesen und deswegen so dieser ganze Oettinger-Kram. Eigentlich, weil es selten war, konntest nicht einfach losgehen, dir irgendwas kaufen und das hat mich schon immer fasziniert. Und das muss ich wirklich sagen. Und so bin ich so immer mehr in diese Oettinger-Schiene gekommen und musste mich auch durchfragen, viel telefonieren und irgendwann ist es mal das geworden, was es jetzt eigentlich ist. Ne? Das ist eigentlich unser letztes Auto, was wir uns gekauft haben, das war der Corrado. Den haben wir uns letztes Jahr im März kaufen dürfen. Und muss man auch wirklich sagen, wenn ich in der Oettinger-Szene nicht so bekannt wäre, wäre das nie zustande gekommen. Das muss man wirklich so sagen, weil ja, das ist ja nun mal eins von eins. Ne?
Und das ist ja der allererste 1.8T, der in einem Serienfahrzeug verbaut worden ist, ein Prototypenfahrzeug. Da basiert das wieder auf den Rallye-Golf. Ich habe den Rallye-Golf 2018 auf der EMS ausgestellt und hatte zuerst gesagt, naja, kaum Leute kennengelernt und wie das so war. Und ein Jahr später, fast 1,5 Jahre später, habe ich mit jemandem telefoniert und der hat mich gefragt, ob ich der Andreas bin mit dem Rallye-Golf. Und das war auch derjenige, nochmal viele Jahre später, über ihn kam ich zu dem Corrado. Das Auto war ja 33 Jahre versteckt oder vergessen. Wir vermuten, dass das Auto in einer Tiefgarage stand, weil am Zweitschlüssel ist vom Corrado ein Schlüsselanhänger mit einer Tiefgaragennummer drauf. Deswegen hat das Auto ja auch nur 29.000 Kilometer runter. Es gibt auch noch eine Zeitung von 1991, da hatte es waren ja ein Zeitungsreporter, oder die diese Autos getestet haben. Und da, glaube ich, waren es 24.000 Kilometer. In der Zeitung noch habe ich alles, kann ich alles nachzeigen und so. Schon. Ja. Also, wir haben ja früher zum Beispiel, wenn ich mit meiner Suse essen gegangen sind, so fand es ja immer nicht so cool, ne? Da saß ich immer am Armutstisch, ne? Mögen ja alle Frauen nicht. Und dann habe ich immer so Inserate und dadurch, dass ich ja immer Oettinger Sachen gesucht habe, also ich habe ja täglich geguckt, muss man wirklich sagen. Und wenn ich gute Sachen gesehen habe und das Portemonnaie hat es hergegeben, habe ich ja alles aufgekauft, was man so kriegen konnte. Ne? Ich hatte auch manche Teile schon doppelt oder dreifach, nur um mit anderen Leuten zu tauschen. Oder zu sagen, du pass mal auf, ich suche das und das Teil, also möchte ich gerne, ich gebe dir das dafür. Und das kam ganz oft vor, muss ich wirklich sagen. Und das war ein besagter Abend, ein Samstagabend. Und ich habe dann wieder so meine Suchbegriffe so durchgeguckt und so wie mobile, die ganzen Plattformen, die man so kennt. Ne? Und dann war eine Karosserie drin, es wurde einfach nur angeboten, verkaufe Golf 1 GTI, CL, LS, Oettinger 16V, er hat halt viele Suchbegriffe reingemacht, damit es viele Leute sehen. Es war nur eine Karosserie und, ja, und dann habe ich so geguckt und es hat mir einfach keine Ruhe gelassen. Und dann habe ich den netten Herrn am selben Abend noch angeschrieben am Armutstisch. Er hat dann auch geantwortet und wir hatten telefoniert. Und dann hatte ich ihn gefragt, ich sag, sag mal, weißt du denn, was das mal für ein Auto war? Weil du hast ja reingeschrieben, Oettinger Eintragung, ne? Und dann hat er geschrieben, nö, das weiß ich eigentlich gar nicht, das war wohl mal ein GTI, aber ich habe einen Kfz-Brief, da ist ein Oettinger Motor eingetragen. Da habe ich gesagt, okay. Ich sage, Mensch, könntest du mir vielleicht mal den Brief als Foto schicken? Ich mache damit auch nichts, halt einfach mal zu gucken. Und weil ich mich ja so viel mit beschäftigt hatte, habe ich anhand der Eintragung gesehen, das könnte das Richtige sein. So. Ich sage, du pass mal auf, gib mir mal, da war das ja schon 21 Uhr oder so, ne? Ich sage, Mensch, kannst du mir mal eine halbe Stunde geben? Ich würde mich nochmal melden. Ja, mach mal. Und die Suse hat früher im VW-Autohaus gearbeitet und wir kannten da alle. Und wir kannten auch den, der das ganze IT-Zeug gemacht hat. Und dann habe ich den abends angerufen. Ich sage, Björn, entschuldige bitte, kann ich dich mal stören? Ja, mach mal, Andreas. Ich würde dir gerne mal eine Fahrgestellnummer schicken, kannst du die mal durchjagen? Ja, brauche ich aber mal eine halbe Stunde. Ich muss mich erst auf Arbeit einloggen. Ja, mach mal, ruf mal zurück. Wirklich halbe Stunde vergangen, rief er mich an. Ja, du Andreas, ich habe nicht viel rausgekriegt, aber ja, ist wohl ein GTI, sagt er, ist aber ein Franzose, was ist damit? Ich sag, gut, ist ein Franzose, super. Ich sag, kannst du da irgendwas sehen, irgendwie an Sondermodellen? Nee, sehe ich alles nicht. Ich sehe bloß, es ist ein GTI. Ich sag, siehst du die Farbe? Nee, sehe ich auch nicht, ist schon zu alt. Müsste eine Abfrage machen, direkt beim Classic Parts oder Classic Museum. Ne? Ich sage, na gut, okay, hilft mir nicht weiter, gut, alles klar, aber Franzose, schon mal wichtig. Es muss ein Franzose sein. So, ihn wieder angerufen. Ich sage, du, pass mal auf, das war Bremer Ecke, ich würde morgen vorbeikommen, wenn das für dich in Ordnung ist, und guck mir den mal an. Ja, gut, alles klar. So, und dann Suse geschnappt, so Abschlepper genommen, dann sind wir dahin gefahren und es gab die Original Oettinger 16S, gab es nur in 2 Farben. Es gab in der Farbe Weiß und die Farbe Schwarz. So, andere Fahrzeuge gab es original nicht als 16S. Ja, und dann sind wir dahin gefahren, das Auto war ja völlig umlackiert, ne? Und ja, und dann sind wir da hingefahren und da lag eine Karosserie auf einer Europalette. Völlig schlimm, richtig schlimm, muss man wirklich sagen. Es waren vorne wild Sachen rausgeschnitten aus dem Radlauf. Und der Preis war da noch gar nicht so zur Debatte oder sowas. Und ja, und dann war das Auto so gut umlackiert, dass du es nicht gesehen hast. Du hast keine Originalfarbe mehr gesehen, nichts. Da war nichts mehr drin,
Die Türen waren so halbwegs reingeschraubt, Kotflügel haben wir vor Ort erst rangeschraubt und eine olle Haube haben wir nur als Transport, weil wir gesagt haben, hat er gesagt, hier, nimm alles mit. Ich sage, na die Haube, was soll ich damit? Ne? Nee, komm, kleben wir mit Klebeband fest. Und dann bin ich da so rumgeschlichen, habe geguckt und in der Zeit gab er mir dann auch den Kfz-Brief, konnte ich mir angucken und ein Gutachten. Das hat er am Telefon gar nicht gesagt. Hat er mir ein Gutachten gegeben von 1991. Das wurde mal gemacht bei der DEKRA. Und da war der Oettinger Motor schon drin. Aber das Bodykit war alles ab. Und da habe ich gesagt, das kann nicht sein, das muss ein Original Oettinger sein. Und dann habe ich so beim Rumschleichen gesehen, dass hinten hast du ja im Kofferraum, wo die Benzinpumpe drin ist so ein Deckel mit 3 so einen Kreuzschrauben drauf und der war noch drin. Ich sage, kann ich mir mal einen Kreuzschraubendreher ausleihen? Ja, habe ich das ausgeliehen, abgeschraubt, darunter war der weiß. Ich sage, das ist einer. So, und dann haben wir uns geeinigt. Dann haben wir den Scheiß irgendwie auf den Abschlepper gezogen damals, wortwörtlich, muss ich wirklich sagen. Wir haben den hochgezogen, weil es war ja nichts bei. Ne? Und und dann sind wir nach Hause gefahren und dann war der hier schon und dann habe ich den auch eine Weile stehen lassen. Und dann habe ich eine Anfrage gemacht über VW und stellte sich raus, dass es tatsächlich ein Original Golf 1 GTI 16S Oettinger ist, einer von 1500 Stück. Das Auto stand bestimmt, dadurch, dass wir den Rallye-Golf ja zeitweise noch gebaut hatten, stand das Auto bestimmt noch 1,5, 2 Jahre, stand das einfach in der Garage. Und mir war schon klar, dass die Karosserie halt sehr, sehr schlecht war. Aber dann haben wir und dann fing ich an, dann erstmal Teile zu sammeln. Und dann haben wir ein weiteres Auto gekauft, weil ich hatte ja nichts, kein Teppich, kein Armaturenbrett, ich hatte nichts, kein Clip. So Golf 1 war für mich Neuland, muss man wirklich sagen. Und dann habe ich mir einen weiteren 1er Golf gekauft und dann kam so langsam der Start. Weil ich genau wusste, da war die Karosserie schlecht, aber der Rest war gut. So wie Armaturenbrett, und das Gute war, es war aus dem gleichen Baujahr. Du musst ja auch selbst beim Golf 1 gucken, dass es aus demselben Baujahr ist, weil die Teile ja wirklich unterschiedlich teilweise sind. Und dann ging das erst richtig los, der Start, 2018. Ja, 2018 ging es los und 2021 war das Auto mit Pause durch Corona ein bisschen und ein paar andere Probleme. War das Auto, also Finale dann 22 Jahre fertig. Ne? Mit aber auch wieder einem Jahr Pause, so ein Dreivierteljahr hatte ich bestimmt auch pausiert, weil wir einfach die Welt was anderes wollte. Ja, das Bodykit war auch so eine Sache. Ist auch natürlich, jetzt mittlerweile sind auch schon mal ein paar aufgetaucht wieder. Und das Bodykit war gar nicht so einfach. Das Bodykit habe ich auch in Frankreich gekauft. So Franzosen, die wollten das auch nicht versenden. Und dann habe ich Freunde an der französischen Grenze und der hat sich das zur Arbeit schicken lassen und hat das mit zu sich nach Hause genommen und hat es mir dann hier hochgeschickt. Und das ist ein Original BBS Bodykit, wie das auch am Fahrzeug früher war. Und dann habe ich das auch alles angepasst, so dass es so passt, weil es 80er produziert, ist so ein Kunststoff, klar. Und so bin ich zu dem Bodykit gekommen, weil zuerst habe ich lange mit mir so gerungen, baust es ran, baust es nicht ran. Gab es noch nicht so in der Art und Weise, so muss man wirklich sagen. Ich habe da danach ganz tolle Nachrichten gekriegt, dass sie gesagt haben, Andreas, dass du das so gemacht hast, fand echt super, weil das Auto wurde ja nun mal so produziert. Ne? Das Auto war weiß, BBS Bodykit, ATS-Felgen drauf, Oettinger Motor drin, klar. Und ich habe das alles so verfeinert, dass man wirklich denkt, oder man könnte denken, dass das Auto so vom Stapel lief. Ne? Ja, der Motor ist ein nicht mehr ganz originaler 16S Motor, weil es ist ein anderer Motorblock mittlerweile ist es geworden, ein etwas modernerer Motorblock, ne, wo du auch besser Teile bekommst. Du kannst für jeden Motorblock, aber wir haben uns für einen etwas moderneren Motorblock entschieden, weil das ist auch ein 1800er Kopf. Original waren die 16S immer 1600er. Und ich bin damals aber zu diesem Kopf gekommen, das ist ein originaler 1800er Kopf. Und das ist einfacher mit der Zylinderkopfdichtung, also die Leute, die sich da die wissen das. Ne? Und ja, der Motor ist komplett gemacht. Ne? Also das ist eigentlich, der Motor wurde von Jörg Dangl dann, wie auch mein Rallye-Motor, der hat dann alle Motoren so von mir gemacht. Und da haben wir wirklich auch wieder einmal All-In und haben alles modifiziert, was man modifizieren kann. Wir fahren 286er Nockenwellen, wir fahren eine leichte Kurbelwelle, wir fahren ganz andere Kolben.
Wir haben alle Ventile vergrößert, Ansaug-, Abgaskanäle, alles aufgefräst. Wir fahren 45 mm Genway, Einzeldrosselklappen. Wir fangen lange Trichter. Das war mein Wunsch, weil ich gerne wollte, dass es wirklich alles schön im Motorraum, sonst sieht das immer so wenig aus, das war nicht so meins. Wir fahren Fächerkrümmer, Schwungrad erleichtert bis aufs Maximum. Also wir haben wirklich viel Arbeit da reingesteckt, bis auf das Einzige. Wir fahren derzeit ein Steuergerät, das ist eine Cardata. Die soll, weil ich damit ein bisschen Ärger hatte bis jetzt und man nimmt auch nicht mehr so Vollgas an. Und das ist das Einzige, was ich jetzt auch in dem Motor nochmal ändern möchte. Ich möchte ein etwas moderneres Steuergerät und dann möchte ich gerne, dass das Auto nochmal finale bei KKS abgestimmt wird. Ne? Dass der Christian das nochmal perfekt abstimmt, dass wir mal richtig Drehzahl geben können, weil der Motor ist immer, Oettinger sind zum Beispiel, das wissen auch viele nicht, Oettinger Zylinderköpfe, alles was aus dem 1600er, 1800er oder 2-Liter-Bereich kommt, sind immer starre Ventiltriebe original. Muss kein Firlefanz machen, muss nicht die Hydros rausschmeißen, das ist in dem Paket mit einbehalten, klar, es ist auch teuer, aber du kannst ja richtig Drehzahl fahren. Ne? Der Motor, der macht so 8.500, 9.000. Das kann der ab. Ja, da gibt es ganz tolle Bergring-Videos, da denkst du, der fliegt auseinander. Nee, das hält. Das können die. Ne? Also das ist nochmal so mein Wunsch. Ja, die Felgen, das ist, und zwar die Felge ist eine seltene BBS E19. BBS war für mich von vornherein klar, wegen der ganzen Geschichte, BBS Motorsport, BBS Bodykit. Deswegen habe ich von Anfang an gesagt, es muss eine BBS-Felge sein. Früher war ich gar nicht so nach BBS-Felgen, muss ich wirklich sagen. So, da hatte ich dann Eta, Beta, Turbos und sowas, aber da war mir klar, es muss eine BBS-Felge sein. Und da hatte ich vorher erst einen ganz anderen Satz im Auge, der war sogar schon fertig. Dann habe ich den raufgebaut und habe so gedacht, das holt mich irgendwie nicht so, ist cool. Und dann kam wieder der doofe Zufall. Ich war damals mal Thomas Müller besuchen, ne, kennt ja auch jeder aus der Szene. Und da hing mal ein Felgenstern, eine E19 Felgenstern. Dann bin ich da reingekommen, habe das sofort gesehen, war richtig fokussiert. Und dann habe ich gesagt, Mensch Thomas, ist alles toll hier? Was ist das? Nee, Andreas, das ist eine E19 und so. Und das kann ich dir nicht verkaufen. Und das ist für ihn selber privat. Und naja, gut, okay, sage ich, gut. Dann verging wieder eine Zeit, dann habe ich mich ich bin dann wirklich einer, ne? Ich setze mich da hin und dann suche ich so lange. Und dann habe ich wirklich den außenmontierten BBS E19 Felgensatz gekriegt. Dann bin ich 1000 Kilometer hin, durfte die Felgen sogar noch selber auseinanderbauen. Und habe mir das alles, und der hat mir die Möglichkeit gegeben, ich hatte mehrere Sachen da. Ich habe gesagt, ich möchte gerne die Betten haben, die Innenbetten und ich möchte gerne das und das und das haben. Da hat er gesagt, pass mal auf, du bist hier, hast die Möglichkeit, bitte mach. Dann habe ich das alles gemacht, dann habe ich die Felgensterne gekauft. Dann wusste ich ganz genau, ich wollte wieder 17 Zoll fahren, weil die Sterne sind ja aus einem 18 Zoll Rad. Dann wieder meinen Kumpel angerufen, meinen Jörg Ballermann Wheels. Habe ich gesagt, Jörg, ich bräuchte noch mal einen Satz Flachbetten, kannst du mir noch mal was besorgen? Sagt er, ja, muss mir ein bisschen Zeit geben. Dann haben wir die Flachbetten besorgt. Dann erstmal Probe montiert, weil Zentralverschluss, stand alles 1 Kilometer raus. Ne? Da ich ja Static-Fahrer, ne, Gewinde, so, und haben wir geguckt, wie wir das so weit reinmontiert kriegen, wie das nur geht. Dann haben wir mit BBS Motorsport, haben wir uns die alten Zeichnungen besorgt, dann haben wir den Felgenbund abdrehen lassen, dann habe ich mir Adapter anfertigen lassen auf Zentralverschluss und dann standen die noch zu weit raus und dann habe ich gesagt, nee, müssen wir noch weiter. Und dann war ja auch gerade wieder die schwierige Zeit in Deutschland, Material unfassbar teuer, keiner hat gearbeitet. Dann kam mein Motorenbauer, der rief mir irgendwann mal an und sagte, Mensch Andreas, was ist los, was macht der Einser und so? Ich sage, ja, ich hänge hier mit meinen Felgen irgendwie fest. Und dann sagt er, wieso, was ist denn los? Ich sage, ja, ich brauche so Adapterringe, wir müssen jetzt 4-teilig bauen. Ich muss die Betten wieder weiter reinkriegen. Ja, mach mir mal eine Zeichnung, Andreas. Gut, alles klar. Zeichnung gemacht, alles ausgemessen, habe ich so einen riesen Messschieber, alles alles aufgezeichnet. Habe ihm die Zeichnung geschickt. Hat er gesagt, hat er wieder nichts gemeldet? Und ich sage, meldet sich nicht. Naja, überhaupt nicht. Dann komme ich mal auf den Donnerstagabend, 2 Wochen später, komme ich nach Hause, Paket, Jörg Dangel, der denn? Ne? Gucke ich rein, waren die Zentralringe so drin. Ne? Dann hat er mir angerufen, Mensch Andi und so, hast du schon gesehen? Ich sage, ja, habe ich schon gesehen und dann war auch völlig bezahlbar, sage ich mal. Und dann hat er alle
Wege und Mittel da unten im Saarland, ist natürlich Industriestadt, ne? In Saarbrücken alles wirklich überall Klinken geputzt, wo er noch einen offen hatte, hingegangen und dann haben die für mich in der kürzesten Zeit die Adapterringe gefräst. Ne? Und so sind wir 16 mm, also wir haben wirklich, die Ringe sind wirklich gefräst, so dass es auch wieder zentriert ist alles, mit Stufen und so und das ist dabei rausgekommen. Ne? Und ich bin immer noch der Meinung, das ist die stimmigste Felge. Es ist eine Geschmackssache, wie alles auf dieser Welt, aber das finde ich schon, das sehe ich immer noch gerne, ich sehe es gerne fahren. Ich gucke mir mal gerne so, wenn so mal, wo wir auf der Tuning World am Bodensee waren und mal, das ist für mich ein Traum. Das Fahrwerk ist eigentlich das unspektakulärste an dem Auto, muss ich wirklich sagen. Das ist ein Standard H&R Deep gewinnende Fahrwerk für einen Golf 1. Das ist wirklich, das war damals so eine Tauschaktion, Getriebe gegen Felgen. Ich hatte damals kein Fahrwerk, Getriebe gegen Fahrwerk. Ich hatte kein Fahrwerk. Hatte ein Getriebe, haben wir gesagt, wollen wir tauschen. Da war auch egal, ob einer mehr oder weniger, war völlig Wurst, getauscht, fertig. Und so bin ich zu dem Fahrwerk gekommen. Es hatte damals auch so 5000 Kilometer runter. Und ja, so bin ich zu dem Fahrwerk. Das ist wirklich das Einfachste vom ganzen Auto. Das mit dem Carbon, das war auch wieder so eine Sache. Schwarz ist nicht gleich schwarz. Das kann bestimmt viele Sachen können das bestätigen. Und find mal 2 perfekte Stoßstangen für einen Golf 1, die wirklich perfekt sind. Und da war das Auto damals schon lackiert und ja, und dann war das einfach so eine Benzingesprächsrunde mit meinem Kumpel Jan aus Berlin. Und da habe ich immer gesagt, ja, mich stört das irgendwie, dass das Schwarz nicht schwarz ist. Also die vordere Stoßstange es war zwar vom selben Auto, aber es war nicht gleich. Und dann hat es ja doch mal hier ein kleines Schrämmerchen dran. Und dann hatten wir uns einfach noch drüber unterhalten und dann sagt der Mensch, was hältst du davon, wenn wir das mit Carbon laminieren? Ich sage, ja, hatte ich auch schon mal, aber wenn, weißt du, bei mir traust du dich auch nicht so, wenn die das schon so alles machen, so, ne? Ja, und so ging das dann los, ne? Dann haben wir jetzt die Stoßstangen gemacht, dann die Zierleisten, die Griffe und wie man ja sieht, einmal alles, ne? Es gibt immer noch ein paar Teile, aber kommt ja noch ein bisschen. Das ist eine Sucht. Das ist wirklich, das ist wie eine Sucht. Das ist so wie die Chromsucht von 2000 auf 2009, ist das Carbon genau das Gleiche. Du läufst wirklich um dein Auto rum, ach Mensch, ja, schraubst. Und dann geht's schon, wenn es schon abgeschraubt hast, bist du schon verloren. Das ist wirklich so, sag ich mal. Und jetzt, ich bin der Meinung, der Golf steht ja nun schon wirklich gut da und habe schon wieder neue Ideen, ne? Muss man wirklich sagen, ne? Ich wollte, denn für mich war ja immer zum Beispiel, das hat sich auch so in der Bauzeit ergeben, dass ich selber ja von mir sage, das ist das Auto auf den zweiten Blick. Und das können ganz viele bestätigen oder selbst wenn ich auf irgendeiner Veranstaltung war, die haben immer gesagt, das hätten wir nie gesehen und so ist es im Innenraum genauso. Im Innenraum ist quasi bis fast alles so original verändert. Zum Beispiel das mit den Sitzen, die gab es ja so in dem Golf 1 nie. Und dass ich auch sehr groß bin, ne? So zum Beispiel sitzt du ja immer schön im Schaufenster, das ist auch nicht so meins. Ne? Und hatte diese Sitze eigentlich schon immer im Hinterkopf. So, ich hatte die mal irgendwo gesehen und dann wirklich auf die Suche gegangen. Ich wusste auch, ich wollte unbedingt 2 ziemlich neue Sitze haben. Und dann irgendwann mal gekauft, 2 unterschiedliche von dem hier und dann den Stoff besorgt, dass das alles wie original aussieht. Und dann haben wir angefangen, den ganzen Innenraum so nach und nach, Step by Step, wirklich Sitze zu beziehen, alles mit Carbon zu machen. Gut, Teppich ist original, Armaturenbrett ist auch alles so ziemlich original. Und dann kam das auch mit dem extrem seltenen Tacho, auch alles wieder mit Carbon gemacht. Und ja, und so ist der Innenraum genauso gewachsen über die Jahre. Kofferraum nachher nochmal umgearbeitet, weil hat mir auch nicht so gefallen, ne? Das Tacho ist ein Original, ja, das ist auch wieder in der Oettinger Szene so bekannt. Es gab ganz seltene Golf 1 GTI Pirelli Tachos von Oettinger, das ist schon unter den Tachos schon ein Original Oettinger Tacho, ist immer in 8000 Umdrehungen, immer. Aber ein Pirelli Tacho ist nochmal anders und nochmal seltener. Dagegen, sag ich mal, das ist so die Chance, so, ja,
100:10 oder sowas. Also wenn du 100 Originale findest, die du nicht findest, findest du, es wäre besser 10:1. Ist einfach erklärt. Du findest 10 Originale und einen Pirelli. So muss man sich das vorstellen. Ja, und das war auch wieder mehr Glück als Verstand, muss man wirklich sagen, dass ich zu diesem Tacho gekommen bin. Mein erstes großes Dank geht natürlich an meine Freundin, an meine Susan. Die geht mit mir durch dick und dünn mit den Autos, meine ich, ne, und hilft mir in jeder Form. Wir schrauben alles zusammen. Habe ich ganz tolles losgezogen und da geht der erste große Dank hin. Dann geht der große Dank hin an Henrik vom Autohaus Abraham, der Karosseriebauer, mit dem ich das alles zusammen machen durfte, die ganze Karosserie wieder aufarbeiten durfte. Dann natürlich an Jörg Dangel, Jörg Ballermann, ein großer Dank, die mir mit Felgen, Motor geholfen haben. Ja, das sind so viele, die du sonst alle vergisst, ne? Sag ich mal. Also da darf sich auch keiner irgendwie benachteiligt fühlen, die ich da vergessen habe, einfach. Ne? Ja, dann möchte ich mich recht herzlich bedanken, dass ihr euch das Video angeguckt habt. Und ich hoffe, das war auch für euch interessant. Wenn ihr Fragen habt zu dem Auto, könnt ihr uns gerne schreiben oder das Video kommentieren. Würde ich euch darum bitten, dass ihr den Kanal von Sauerkrauts abonniert, mal ein Like da lässt, ein tolles Kommentar. Wie gesagt, wir beantworten das auch gerne, wenn dort Fragen sind. Und ja, dann wünsche ich euch einen schönen Resttag und vielleicht eine tolle Woche. Bis bald.